Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es um die Macht deiner Individualität, warum es wichtig ist, dass du deine Einzigartigkeit zum Ausdruck bringst. Also erstmal damit in Verbindung gehst, denn die wenigsten sind sich wirklich über ihre Essenz, über ihre Einzigartigkeit in diesem Leben wirklich bewusst. Und dann der nächste Schritt natürlich, das wirklich im Ausdruck zu bringen in deinem Leben, in deinem Tun. Es ist die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch in dieser Welt wirklich bestehen zu können. Das klingt dramatisch. Meine Videos sind auch immer sehr fröhlich und ich bin eben einfach immer sehr fröhlich und sehr glücklich. Aber das hat alles auch eine sehr, sehr, sehr intensive Gewichtung. Ja, hier geht es um was? Hier geht es einfach ums Überleben. Nichts anderes ist das. Die Auswilderung, die ich mit meinen liebsten Kunden mache, zielt darauf ab, wieder zu dir selbst zu finden, zu deiner Urnatur, zu deiner ureigenen Wahrheit und Einzigartigkeit, was du im Prinzip schon mitgebracht hast in dieses Leben, was nur darauf wartet, wirklich wieder in Anspruch genommen zu werden, ja, wirklich sichtbar zu werden und gelebt zu werden. Das ist das Ziel. Was da im Moment passiert, was heißt im Moment? Also der Zustand der Welt, diese wahnsinnige Manipulation und eigentlich diese Dunkelheit, anders kann man es gar nicht nennen, dieser Grad der Fremdbestimmung der Menschen war noch nie wahrscheinlich so sichtbar, so offensichtlich, wie das jetzt ist. Und was es bedeutet, wirklich fremdbestimmt, fremddenkend zu sein und zu leben. Das war, glaube ich, noch nie so sichtbar wie jetzt und so spürbar wie jetzt. Die Kontrolle, die so stark ausgeübt wird, dass Menschen Dinge tun, die sie überhaupt nicht wollen, die sie nicht wirklich vertreten können und niemand dafür in irgendeiner Form überhaupt noch die Verantwortung übernehmen will. Ich rede von einem selbstbestimmten, selbstverantwortlichen Leben, was dich aus all diesem Schlamassel letztendlich befreien kann. Ich habe gestern einen Beitrag veröffentlicht auf Telegram zum Thema Leichtigkeit im Sein und wie viel Schwere die meisten Menschen einfach erfahren und leben. Sich selbst wirklich zu leben und zum Ausdruck zu bringen, das ist vielleicht das Schwierigste, was du in diesem Leben je machen wirst. Kinder machen das, sie sind einfach sie selbst, sie bringen sich selbst einfach zum Ausdruck. Bis zu dem Punkt, wo der Ernst des Lebens ihnen übergestülpt wird. So, und vielleicht könntest du dich jetzt auch mal fragen, habe ich selbst diesen künstlichen, diesen menschengemachten Ernst des Lebens nicht einfach mal satt und werde wieder kindlich, also im Prinzip ich selbst. Das Leben darf leicht sein, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben oder gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Das Leben darf freudvoll sein, trotz aller Umstände, die da sind. Also du kannst das Leben ganz anders erfahren, als die meisten Menschen das tun. Es geht hin zum Selbst, nicht mal mehr zum Selbstdenken, denn das Selbst denkt nicht mehr. Der Denker denkt und der ist voll mit Fremdinformationen. Es geht hin zum Selbstsein. Einfach du selbst sein.
Und wenn ich sage, du darfst in Leichtigkeit leben, du darfst einfach sein, wer du bist. Das ist für die meisten Menschen derartig abstrakt, denn uns wurde beigebracht, wir müssen ganz viel tun. Nur durch unser Tun und durch diese Sichtbarkeit im Außen, wen wir darstellen und was wir tun, das letztendlich gibt uns einen entsprechenden Wert. Und wir leben heute wieder in einer Welt, die sich so massiv wieder dahin bewegt hat, sich abhängig zu machen von der Bestätigung und Anerkennung vom Außen. Likes, Klicks, was Aufmerksamkeit anzieht, zieht Geld an. Und so wird diese leidvolle Spirale immer weiter gedreht. Du kannst es für dich aber anders machen. Du kannst für dich etwas vollkommen anderes entscheiden. Und das braucht im Prinzip nur deine Erlaubnis. Erstmal nur deine Erlaubnis, dass du andere neue Möglichkeiten einfach mal auftauchen lässt oder einfach nur die Erlaubnis, dass es andere Möglichkeiten für dein Leben gibt. Und dann ist natürlich wichtig, neue Entscheidungen zu treffen und die Entschlossenheit, auch deinen neuen Weg zu gehen, der wirklich dein wahrhaftiger Weg ist. Rein ins Sein, du selbst sein, ein selbstverantwortliches und damit auch befreites Leben führen. Denn wenn du wirklich du selbst bist, deine Wahrheit lebst, für dich selbst einstehst, bist du automatisch nicht mehr in dieser Form manipulierbar. Und das ist das, was es jetzt braucht. Es bringt uns nichts, dagegen anzukämpfen, was wir da im Außen vorfinden. Das ist ein Trugschluss, selbst wenn es manchmal so aussieht, als würden wir damit irgendetwas erreichen oder als würde sich etwas verbessern. Es ist nicht der Weg, gewisse Systeme oder gewisse Menschen, gewisse Gruppen zu bekämpfen oder von etwas anderem zu überzeugen. Das hat eine ganz spezielle Agenda und das läuft. Was aber sehr machtvoll ist, wenn jeder wirklich sich selbst zuwendet, für sich selbst einsteht, aus sich selbst heraus handelt. Es gibt nichts Machtvolleres. Und je mehr Menschen das wirklich tun, und du wirst immer dabei unterstützt, wenn du anfängst, deinen Weg zu gehen, bist du sowas von getragen und sowas von beschützt, auch wenn du noch nicht weißt, wie. Wenn also so viele Menschen wie möglich das tun, sich selbst auswildern, sich selbst wieder in ihre Wildnis, in ihre Freiheit zu entlassen, dann können Wunder geschehen und das werden sie auch. Ich lasse dich damit mal in die Selbstreflexion gehen. Ich freue mich natürlich, wenn du Fragen hast oder deine Erfahrungen mit mir teilen willst. Schreib mir und lass uns sprechen. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich freue mich auf dich und bis ganz bald. Tschüss.